Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Ich will heute mal gefüllte Bananen-Schokoladentaschen machen, weil wir lieben Bananen und Schokolade. Und die werden aus einem leckeren, süßen Hefeteig gemacht. Und wie die gehen, zeige ich euch einmal. Dafür brauchen wir zum einen 400 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 200 Milliliter Milch, 8 Gramm Vanillezucker, 50 Gramm normalen Zucker, 50 Gramm Butter, 8 Gramm Hefe und ein Ei. Und natürlich Banane und Schokolade. Das ist ja das Beste darin. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Dafür müssen wir erstmal die Milch erwärmen. Gucken, bloß nicht zu hoch machen. Die tun wir dafür in den Topf. Mit dem Vanillezucker. Mit dem normalen Zucker, dass sich das alles schon mal ein bisschen auflösen kann. Und mit der Butter. Wenn ihr richtig weiche Butter habt, dann könnt ihr das auch eigentlich ohne den Herd machen. Dann müsst ihr alles nur zusammenrühren und dann könnt ihr schon die Hefe reintun. Jetzt, ich muss es halt ein bisschen warm machen wegen der Butter, weil die muss dann halt doch ein bisschen weicher sein. Aber nur ganz kurz. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Schokolade klein schneiden. Da habe ich auch gehofft, dass sie ein bisschen weicher ist, aber gut. So, die tun wir uns einmal hier rein. Der Anzahl an Bananen müsst ihr natürlich gucken, wie viel Bananen ihr da drin haben möchtet, genauso wie mit der Schokolade. Da sind wie immer der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Oder vielleicht mit einer anderen Füllung noch. Wir essen halt gerne Bananen und Schokolade. Ich habe jetzt extra Überreife genommen, weil die süßer sind. Ich mag die nicht, wenn die so grün noch sind von außen. Weil hier die Flecken sind Zuckerflecken. Die schmecken richtig gut. Ich mache kleine Bananentaschen, weil wir morgen mit, ich weiß ja nicht, wie viel Mann unterwegs sind. Und die sollen so als Fingerfood dann für nebenbei sein. Und dadurch, dass morgen schon recht früh losgeht, mache ich die heute schon. Aber die kann man super aufbewahren im Kühlschrank und am besten halt in so eine geschlossene Dose tun. So. Schneid einfach mal so ein paar Scheiben. Kann sein, dass wir gleich noch welche brauchen oder nicht. Bananen haben wir noch genug. Auch nochmal einmal die Seite. Ah, das sieht schon gut aus. Die ist jetzt nicht geschmolzen, die Butter, aber die ist weich. Wie ihr hier seht, jetzt am Rand. Das reicht mir. Sonst wird die Milch zu heiß und dann geht die Hefe kaputt, wenn ihr die da rein tut. Das ist mir auch schon passiert. Das ist nicht witzig, wenn man denkt, wieso geht der Teig nicht auf und dann backt man den und der geht auch nicht auf. Jetzt kommt da einfach nur die Hefe da rein. Dann brauche ich nicht mal einen Schneebesen. Und dann ganz kurz warten, bis sie sich aufgelöst hat. Den Herd habe ich schon wieder ausgemacht. Ihr seht, da ist jetzt schon kaum noch Butterstücke drin. Da können wir uns in der Zwischenzeit schon mal die Schüssel vorbereiten. Einfach eine Prise Salz rein in das Mehl. Gut, das Ei lassen wir nur einmal ganz kurz. Aber wir können jetzt gleich schon weitermachen. Die Hefe ist aufgelöst. Jetzt tun wir uns einmal ganz kurz das Ei da rein. Also in das Mehl, nicht in die Hefe. Weil das eigentlich auch egal wäre. Hier rum. Und die Milch-Hefe-Zuckermischung auch da rein. Ich habe mir da jetzt noch eine Schüssel mit Mehl hingestellt, falls ich gleich beim Kneten noch Mehl brauche. Nachher brauchen wir noch so eine kleine Schüssel mit Milch, um die Taschen zuzukleben quasi. Wenn ihr das mit der Maschine knetet, müsst ihr einfach kneten, bis der Teig nicht mehr an der Schüssel klebt und bis ihr eine gute Konsistenz habt.
Der Teig ist jetzt fertig und der hat eine richtig geile Konsistenz. Den tue ich jetzt in die Schüssel mit ein bisschen Mehl nur drin. Und dann lassen wir den gehen, bis er sich stark vergrößert hat. Ich kann jetzt keine Zeit sagen. Normalerweise geht das bei uns schnell, aber jetzt momentan ist es kalt. Also je nach Temperatur müsst ihr mal gucken, wie lange das bei euch dauert. Und ich tue noch ein nasses Küchentuch drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Teig soweit ist. Was ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen, ihr braucht noch 2 Eier und so ein bis 2 Esslöffel Milch, um die nachher zu bestreichen. Aber wir wollen uns den Teig jetzt ausrollen. Ein bisschen Mehl erstmal. Und wir rollen den auch direkt aus, ohne zu kneten. Naja, einigermaßen. Mein Teigschaber oder Spachtel. Damit teile ich mir den nämlich jetzt. Die Hälften dribbeln. So. Dadurch, dass das ja Fingerfood sein soll, müssen ja gar nicht so groß werden. Ich habe sie sonst auch nur größer gemacht. Aber man muss auch mal experimentieren. So, jetzt tun wir uns erstmal. 2 passen auf jeden Fall. So. 2 Bananen schon. Ich glaube, ich habe doch ein bisschen zu viel geschnitten. Ich glaube, das ist doch gar nicht viel zu viel Banane. Jetzt kommen die Schokoladenstücke. Ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge man das so reinmacht. Jetzt nehmen wir uns die Milch. Machen wir uns immer so die Ecken nass. Machen wir meist so eine Reihe, weil sonst trocknet das so schnell wieder an. Da kommt der Creme. Jetzt. Ich mache den meist so. Dann die gegenüberliegende. Dann hier die Ecke zu. Und jetzt aufs Backblech. Und das machen wir jetzt erstmal mit allen. Jetzt nehmen wir uns das ein. Und die Milch. Und verrühren uns das einmal. Und streichen die, ein bisschen näher, die Taschen damit ein. Damit die nachher schön braun werden. Das sind jetzt unsere Teigtaschen. Die müssen jetzt so ungefähr eine halbe Stunde gehen. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal den Backofen auf 190 Grad vorheizen. Und da müssen die so, ja, die sind klein, normalerweise 15 bis 20 Minuten im Backofen. Guckt am besten mal, wenn die zu dunkel werden, dann natürlich rausnehmen. Ansonsten reichen 15 Minuten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Schokoladentaschen sind fertig, oder Bananen-Schokoladentaschen. Die sehen richtig gut aus. Nur einmal hier drauf. Das sind jetzt alle. Ich denke mal, das sollte morgen reichen. Ich habe letztens nochmal nachgezählt, aber ich vergesse jetzt mal, mit wie vielen wir sind. Ich zeige euch jetzt nur mal einmal, wie man das machen kann. Einfach ein bisschen Puderzucker drüber. Ich mache das jetzt nicht für alle, weil ich die ja für morgen brauche und dann wird das nachher matschig und dann ist das auch nicht so schön.
und wir wollen ja frisch haben. Ihr könnt da natürlich auch Zuckerguss drüber machen oder noch mehr Schokolade. Das ist ganz euch überlassen. Aber ihr seht ja auch schon, hier schmilzt das schon. Ja, fängt an hier zu schmelzen. Das ist ja sonst auch nicht so schön, wenn die dann morgen alle matschig sind. Ich bin gar nicht dran gekommen. Muss ich nochmal. Hm. Puderzucker. Richtig lecker. Das ist innen schön saftig. Von außen jetzt nicht knusprig. Ja, der ist so richtig fluffig auch, der Teig. Ich liebe diesen Teig. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, womit ihr die gefüllt habt, weil ich glaube nicht, dass jeder die immer mit Schoko und Bananen füllt, auch wenn ich das öfters mache. Dann sagt mir, was ihr davon haltet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Guten Appetit und ciao, ciao!